Servus, ich bin's, der Philipp vom Pomadeshop und wie ihr seht, heute mal nicht im Anzug, sondern ja, im Hawaii-Hemd. Es ist unerträglich warm, so wie eigentlich jetzt der Sommer wahrscheinlich allgemein wird. Und da haben wir ein Mittelchen gegen unerträgliche Hitze und das nennt sich Don Draper Blue oder Don Draper Green, je nachdem. Beide, sowohl die Hair Tonics als auch die Aftershaves, sind mit Menthol und das ist unglaublich geil bei dieser Hitze, weil das nämlich richtig schön runterkühlt und morgens auch richtig schön wach macht. Die Unterschiede grob sind eigentlich nur die Düfte, weil grundsätzlich ist bei beiden Eukalyptusöl drin und Menthol, das heißt, es kühlt schön runter, es britzelt schön auf der Haut. Ich habe es anscheinend schon zu oft verwendet, weil ich auch das zum Beispiel beim Bodywash gar nicht mehr merke. Weil ich bin auch ein kleiner Menthol-Junkie. Bei mir ist das Orthotrap so gerade kühl genug und das hat die Mentholmenge, die maximale in der EU erlaubte Mentholmenge. Die beiden sind jetzt nicht so krass. Das heißt, wenn ihr empfindliche Kopfhaut habt oder empfindliche Haut habt, ist das vermutlich genau der Schritt zurück, weil bei den meisten ist das Orthotrap eben genau das bisschen zu viel, dass es schon brennt und nicht mehr schön kühlt. Das heißt, hier habt ihr eben wirklich eine schöne Frische, eine schöne Kühle. Das Grüne ist ein bisschen pudriger, finde ich. Das ist ein 30er Jahre Duft. Das Blaue ist ein bisschen frischer, ein bisschen sportlicher, finde ich. Trotzdem jetzt im Oldschool-Bereich sportlich. Also wir reden jetzt nicht von richtigen Duschgel-Düften sozusagen, sondern es sind immer noch beides pudrige Oldschool-Düfte, die aber meiner Meinung nach immer noch wunderbar für den Alltag passen. Und das Blaue ist eben, wer das kennt, das sind so beides eigentlich Klassiker, beiden mit Menthol und Eukalyptus, dass es eben im Sommer schön runterkühlt. Wir haben jetzt auch zwei neue, oder die Travel Size neu sozusagen, sieht kleiner aus, ist aber beides tatsächlich weiterhin 100 Milliliter, also wunderbar fürs Flugzeug geeignet. Und einfach diese etwas handlichere Form noch, die bekommt ihr dann in eure Kulturbeutel einfach noch besser reingesteckt als die Breite sozusagen. Die bekommt ihr noch ein bisschen besser mit. Und auch weiterhin mit einem schönen Ausguss, dass ihr es halt schön direkt auf die Kopfhaut packen könnt. Wie gesagt, die Kombi könnt ihr immer wunderbar verwenden. Morgens einfach beim Rasieren, nach dem Rasieren das Aftershave drauf und dann noch in die Haare das Hair Tonic. Wie der Alex das euch eigentlich beim letzten Video schon erklärt hat, Hair Tonic könnt ihr eigentlich jederzeit benutzen. Es ist aber grundsätzlich dazu gedacht, eben das Haar zu erfrischen, die Kopfhaut zu desinfizieren, den eigenen Talg und den eigenen Fett von der Kopfhaut aufzulockern, aufzulösen und dann zu verteilen. Jetzt habe ich mir die Haare schon gemacht, das macht jetzt gerade wenig Sinn, aber zum Beispiel eben das Aftershave Blue, das könnt ihr tatsächlich auch jederzeit verwenden, das Hair Tonic eigentlich auch. Was jetzt im Sommer ganz schön ist, das sich einfach in den Nacken zu packen, ein bisschen an den Hals zu packen und dann einfach muss man kurz warten und dann wird es eigentlich schön kühl. Der Duft verteilt sich auch schön angenehm, ist aber typisch für Aftershaves, wie es eben sein soll. Kein Parfüm, das heißt, ihr habt hier nicht stundenlang was davon, sondern eine halbe Stunde. Wenn jemand direkt an eure Haut riecht, riecht man es vielleicht auch noch 2 Stunden und dann verfliegt es aber mit der Zeit, wie es eben bei Aftershave sein soll. Kleiner Tipp für diejenigen, denen das noch nicht kalt genug ist, also so wie mir. Ihr könnt das Ganze auch einfach ins Eisfach packen. Also sowohl die Hair Tonics als auch das Aftershave einfach in den Kühler packen und dann habt ihr eben noch zusätzliche Frische. Also dann ist das eben eiskalt und hat eben noch das Menthol dabei und dann habt ihr einfach den doppelten Effekt. Jetzt gerade im Sommer wirklich das Perfekte eigentlich. Da ist eben auch das Haarwasser eigentlich ganz cool, weil ihr die kleine Flasche mitnehmen könnt bei der Arbeit. Einfach mal schön was in den Nacken, an den Hals und dann schön vor den Ventilator stellen und dann habt ihr die bestmögliche Kühlung. Einfach mal ausprobieren, ist jetzt im Sommer natürlich besonders gut geeignet, aber ist auch fürs ganze Jahr geeignet. Wem das aber dann im Winter sozusagen, wenn es jetzt hier irgendjemand im Winter gucken sollte, das Video zu krass ist, könnt ihr auch auf Don Draper Gold zum Beispiel umsteigen. Das hat zwar auch Menthol drin, das Aftershave, aber einfach nur weniger und es kühlt einfach nur nach der Rasur ein bisschen runter, dass es eben nicht ganz so, ja, dass die Haut nicht ganz so warm sich anfühlt, aber der Duft allgemein ist dann deutlich entspannter und deutlich besser für den Herbst und Winter geeignet. Aber wir haben
auch und bei unseren Kunden welche, die nehmen Don Draper grün oder blau ganzjährig, weil es einfach morgens schön erfrischt und schön wach macht. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Vergesst den Tipp mit dem Tiefkühler nicht. Also das Aftershave einfach mal in den Tiefkühler rein und am nächsten Morgen mal ausprobieren und dann gibt's eine saftig frische Überraschung. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Passt euch auf bei der Hitze, kühlt euch gut runter und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!